Es ist soweit. Wir haben so lange drauf gewartet und jetzt steht er hier in Saarbrücken, einer der ersten, die wir testen können, der neue Megane E-Tech. Ein voll elektrisches Auto der Luxusklasse, kann man schon sagen. Trotzdem braucht es wenig Quadratmeter, denn der Radstand und alles ist natürlich optimiert. Der Motor ist sehr, sehr klein, dafür, dass er unglaublich viel Leistung hat. Und dadurch habe ich auf einer ganz geringen Länge einen ganz riesigen Innenraum. So, wir stehen bei der Autogalerie Saar, einer der ältesten und größten Renault-Partner Deutschlands. Und Sie haben bereits schon einen bekommen. Allein die Radgröße, die hier drauf montiert ist, das muss man sich auch mal wirklich antun. Das zeigt schon, dass es nicht unbedingt klein sein muss. Es müssen keine Trennscheiben sein. Es muss nur aerodynamisch geformt werden, damit das Ganze natürlich so sparsam ist und damit die Reichweite auch wirklich über 400 Kilometer ist. Ist sie denn über 400 Kilometer? Sie ist auf dem Papier auf jeden Fall über 400 Kilometer. Bei dem Fahrzeug haben wir 450 Kilometer. Du bist der? Ich bin der Kai. Hallo Kai. Hi. Ja, wir sind in Saarbrücken. Heute ist der 5. Juli 2022. Ihr kennt ihn jetzt schon ein bisschen länger, aber du bist recht zufrieden, muss man sagen, denn auf so ein Auto habt ihr jetzt lange gewartet, oder? Auf das Auto haben wir tatsächlich lange gewartet und wir freuen uns alle drauf. Das Auto ist nicht nur schön, er macht unglaublich viel Spaß, setzt im Innenraum neue Maßstäbe. Also das Ding ist wirklich, ja, flapsig gesagt, der Hammer. Der Hammer. Ja, das Ganze ist natürlich auch in Frankreich eine Oberklasse, muss man sagen, wer Renault fährt. Da kennt man ja nur den Twingo, aber ihr baut von ganz großen Fahrzeugen bis ganz kleine Fahrzeuge, ein richtig großer Konzern. Es ist ein alteingesessener Konzern, einer der ältesten Automobilkonzerne der Welt. Wenn du das, ja, das stimmt, aber jetzt frag mich bitte nicht, wann die sich gegründet haben. Ich glaube 1904 oder 1908 oder irgendwie sowas. Ja, das Ganze ist da. Allradantrieb hier? Nein, wir haben Frontantrieb. Genau, wir haben den Motor vorne und haben dadurch natürlich, weil das sehr kompakt gebaut wurde, sehr viel Platz und einen sehr großen Kofferraum. Ja, viele Extras. Preis-Leistungs-Verhältnis bei Renault immer groß. Wo fängt der ungefähr an? Bei momentan 37.000 Euro. 37.000 Euro. Es hat eine Frontkamera mit drin. Dürfen wir den mal sehen, den Motor, wie der aussieht? Selbstverständlich, ich mach mal auf. Achtung, wir lassen uns noch begrüßen. Ja, es gibt so eine Begrüßungsfolge, so ein bisschen wie in Star Wars. LED-Scheinwerfer wirkt natürlich am Abend noch ein bisschen anders. Es hat Pure Vision LED, natürlich Full LED. Voll LED, genau, mit einer Schlechtwetterfunktion, so dass das Fahrzeug den Lichtkegel ändert, ihn breiter macht, je nach Straßenzuständen und halt Witterungsumständen. Also Nebelscheinwerfer quasi eingebaut. Quasi integrierte Nebelscheinwerfer, genau. So, das ist der Elektromotor. Das ist ein rein elektrischer, das merkt man. Hier würde man wahrscheinlich einen Benziner gar nicht mehr so gut reinkriegen, oder? Wahrscheinlich nicht, genau. Man konnte das hier sehr kompakt bauen. Genau, rein elektrisch. Jetzt mal ehrlich, du verkaufst jetzt wie viele Jahre Autos? 20, 30 Jahre? Ich sehe zwar schon so alt aus, aber nein, tatsächlich verkaufe ich erst seit einem Jahr Autos. Seit einem Jahr? Ja. Das heißt, du bist Quereinsteiger? Ich bin Quereinsteiger, genau. War Kann vorher ich in hier der Werkstatt, ne? die Frage, ja klar, wenn du das aber kennst, hättest du gedacht noch vor 20 Jahren, dass es mal so abgeht im Bereich Elektro? Nein, auf gar keinen Fall. Und die Entwicklung wird immer schneller. Man kommt kaum nach, sich in diese Materie quasi einzuarbeiten. Ne? Ja, man hat ja gesagt, ja, die Autos werden einfacher, sie müssen günstiger werden. Sie haben sehr, sehr viel mit dabei. Ihr habt auch einfache und günstige Autos, muss man sagen. Ihr seid einer der ganz wenigen Anbieter, die, ich sag mal, Elektromobilität anbieten für deutlich unter 20.000 Euro, die, ich sag mal, förderungsbereinigt. Kriege ich den dieses Jahr noch oder wird es schwierig? Den Megane bekomme ich in gewissen Ausstattungsvarianten sehr wahrscheinlich dieses Jahr noch. Genau, es gibt dann gewisse Voraussetzungen an die Ausstattung, ansonsten kommt er dann erst nächstes Jahr. So, mach mal zu bitte. Also hier sieht man nicht so viel, das soll man auch gar nicht, denn das Ganze soll ja auch fahren, ohne dass ich groß irgendwas dazu machen kann. Was war das für ein Geräusch? Jetzt hat er sich verschlossen und hat ja quasi gesagt, pass auf, ich bin wieder zu. Das geht automatisch. Das geht automatisch, ich habe hier die Karte in der Hand und sobald ich in die Nähe komme, öffnet er die Türgriffe, begrüßt uns mit der Lichtsequenz. Genau, wenn du siehst, die Türaußengriffe sind jetzt komplett versenkt. Jetzt gehen wir einfach nochmal ran und dann kommen sie raus und dann kannst du das Schmuckstück aufmachen. Was auch schön ist, man sieht anhand der Spiegel, ob ich auch zugemacht habe. Genau. Funktioniert übrigens auch, wenn das Ding komplett vereist ist. Ja, dann springt der reißt das Eis mit weg. Heizung.
was auch immer. Es funktioniert. So, dann haben wir hier ein Coupé. Trotzdem habe ich 5 Sitzplätze, nehme ich an. Wir haben 5 Sitzplätze und natürlich auch 5 Türen. Ne? So, Isofix außen. Hier vorne steht da der Renault Megane Tech 100% Elektrik Iconic. Ist wahrscheinlich ein Sondermodell, was drauf ist. 53.700 €. Angebotspreis 49.700. Da sind diese Sitze mit dabei, die schönen. Da sind die Sitze mit dabei, genau. Da haben wir Ledersitze, das ist beim Iconic mit dabei. Und der Iconic ist die Top-Ausstattung im Prinzip. Sehr schön. Und dort hinten bitte mal aufmachen. Ja. Das heißt, auch der Kofferraum sollte recht groß sein. Die Batterie natürlich schwerpunktmäßig am Boden. Genau. Das ist ja krass. Guck mal, wie viel Platz du hast im Elektroauto. Das Ja, ist ungewöhnlich. Das sind 440 Liter. Das hatten wir vorher beim Scenic, aber ich zeig dir mal was. Damit du auch noch ein bisschen Ordnung hast, machst du hier dein Kabel rein und Kleinkram und dann kannst du hier einen ganz quadratisch praktischen Kofferraum auch noch nutzen. Ne? So, man kann das Ganze noch umklappen. Ihr habt ihn im Praxistest auch schon im Einsatz? Wir fahren schon damit und geben ihn auch schon für Probefahrten raus. Genau, das heißt, wenn jemand testen will, gerne melden. So, 2/3, 1/3 lässt sich das Ganze umklappen. Man kann, ich sag mal, hierbei wahrscheinlich relativ günstig starten. Das hängt jetzt von der Ausstattungsvariante ab, oder? Ja, genau. Ich nehme an, die Fahrzeuge, die ihr zuerst kriegt, sind immer komplett voll, oder? Genau, damit man zeigen kann, was man hat. Genau, aber wir fangen bei 37 an, Vorförderung und Rabatt. Genau. Was wird im Moment noch gefördert? Das heißt, wichtig ist der Zulassung in diesem Jahr, oder? Zulassung in diesem Jahr sind wir bei 6.000 € und für nächstes Jahr ist halt noch nicht in Stein gemeißelt, was da kommt. Ne? Man weiß es nicht, Ja. aber es könnte ja sein, voll elektrisch könnte gefördert werden. Das wird man dann noch sehen. E-Kennzeichen, was hat das nochmal für einen Vorteil? Naja, der Vorteil ist, wenn ich an der Ladestation stehe und die Ortspolizeibehörde sich nicht sicher ist, kriege ich auf jeden Fall kein Knöllchen. Gut, wenn das Ladekabel drinsteckt. Wenn ich kein E-Kennzeichen habe, kann es sein, dass ich trotzdem ein Knöllchen bekomme. Echt? Ja. Obwohl ich ein Ladekabel Obwohl drin das Ladekabel drinsteckt. habe. So, Thema Ladekabel. Wo ist der Plug-in hier? Da. Ach, da, okay. Genau. So, es gibt ja auch kein Benzin. Der kann schnell laden? Wir haben Schnellladen bis 130 Kilowatt und wir haben Wechselstromladen bis 22 Kilowatt. Das heißt, ich bin beim Schnellladen in 1:15 voll und über das Wechselstromladen in 3 Stunden schlag mich tot. Ja, ist ja immer noch so, dass ich denke, im regionalen Verkehr, da brauchen wir keinem mehr was vormachen. Da wissen die Leute, ich kann zu Hause aufladen. Ja. Unterwegs, was hat sich denn da jetzt getan bei den Ladestationen? Ich habe jetzt gehört, dass ein ganz großer amerikanischer Anbieter seine Ladestation sogar geöffnet hat. Tesla. Wer soll das denn sein? Nee, Ja. dass die jetzt Ja. zum Beispiel aufgemacht haben, dass man das sehen kann über eine App. Gibt es eine Ja. App, die einem das zeigt? Das kann ich ja gleich innen drin zeigen. Ja. Der schlägt die Ladestation vor, temperiert dann schon die Batterie, um das Laden zu begünstigen. Problemlos. Ich habe letzte Woche ein Auto ausgeliefert Richtung Hamburg. Sind angekommen, total zufrieden, haben sich gefreut. Also das funktioniert, Langstrecke. Funktioniert. Das heißt auch mal kurz zwischenladen geht auch. Das heißt, der lädt von 0 auf 80 sehr schnell, oder? 45 Minuten etwa. 45 Ja. Minuten. Das heißt, wenn ich mal zwischenladen will, brauche noch 200, 300 Kilometer, dann kriege ich das eine halbe Ja. Stunde hin. Absolut, genau. Und er zeigt es dir auch an. Er zeigt dir, pass auf, du schaffst es nicht bis an dein Endziel. Wir können da und da laden und dann zeigt er, wie lange man dort laden müsste, wie viel Kaffee ich trinken muss, damit ich ankomme. Sehr Aber das schön. kann ich ja gleich innen drin zeigen. Das wird gut gemacht. Wärmepumpe ist mit drin? Wärmepumpe ist eine Option, aber in dem Fall ja, ist mit drin. Ist mit drin. Das heißt, ich kann im Stand klimatisieren, ohne viel Stromaufwand. Genau. Würdest du schon sagen, mitbestellen, wenn möglich, oder? Absolut, ja. Absolut. Genau. Das heißt, auch im Winter. App-Steuerung geht auch? Ja. Das heißt, ich kann das Fahrzeug über App komplett fernbedienen? Ja, komplett nicht, aber ich kann Heizung. die Ladung, Heizung voll klimatisieren, das geht alles per App. Der hat ja ein Google-Betriebssystem, das heißt, ich kann mein Google-Konto da komplett auf das Auto mit drauf machen. Das heißt, ich mache mir abends die Playlist und morgens habe ich sie im Auto. Okay, das heißt auch E-Mails gucken und was weiß ich alles. Also alles das, was Google kann. Alles das, was Google kann. Komm, wir steigen mal ein, Ja. dass wir das mal sehen. Ich mache mal vor den Deckel noch zu und dann komme ich rum. Gerne. So, das ist der Sitz, der fährt automatisch zurück. Das ist sehr interessant. Wenn du mal direkt mal das Radio mal sehr leise machst, dann komme ich zu dir, weil ich habe schon gesehen, ihr habt ein riesen Navigationssystem mit drin. Ihr habt gesteppte Nähte, die saugen auch ab, die Sitze eigentlich? Die saugen nicht ab, nein. Saugen nicht ab, aber sie sehen so aus, Aber als sie können sie. massieren. Ja, Renault. Sie massieren. Warte mal, ich setze mich Willst du mal. das haben? Ich fahre mal gerade meinen Sitz ein bisschen zurück. Das soll mal ganz zurückgehen.
Das ist ja genial. Das habe ich mal gesehen bei Toyota. Das ist jetzt hier auch drin. Ihr habt eine digitale Rückfahrkamera. Genau. Das heißt, du kannst vollladen bis oben hin. Ja, schau mal nach hinten, richtig durchgucken kann man nicht, aber über diese Lösung, über diesen Spiegel sehe ich alles hinten. Ne? Genau. Krass, du siehst eigentlich gar nichts hinten, nur so ein kleines bisschen. Ja. Ist das jetzt gewöhnungsbedürftig mit dem Spiegel oder geht das? Also gehen die Meinungen auseinander. Ich habe mich jetzt sehr schnell dran gewöhnt. Ich habe bis jetzt eine Rückmeldung bekommen, dass es ein bisschen kompliziert war, aber das ist in der Tat Gewöhnungssache und dann auch problemlos. Ne? Ist ja mittlerweile immer mehr im Trend. Das heißt, auch die Seitenspiegel sollen ja demnächst ausgetauscht werden. Das kennt man ja schon aus dem LKW. Dann hast du hier so eine Holzoptik mit drin. Das ist unglaublich schick. Gut. Genau, das ist laserbearbeitetes Holz. Nochmal ganz neu. Da gibt es auch einen Fachbegriff dafür, den ich vergessen habe. Aber es ist, wie du sagst, total schick. Wunderschön bearbeitet. Sieht toll aus. Ich mache uns mal gerade die Klimaanlage an. Okay? Bitte okay, mach die Klimaanlage an. Temperiere auf 21 Grad. Entschuldigung, dieses Thermostat ist anscheinend noch nicht eingerichtet. Du kannst das in den Assistant-Einstellungen machen. Ist das cool. Okay, Google. Klimaanlage an. Alles klar, die Klimaanlage wird eingeschaltet. Ist das genial. Das ist genial, oder? Das heißt, du sagst okay, Google, wie zu Hause? Ja, genau, wie zu Hause. Ich kann es natürlich auch manuell machen. Ja, ich kann jetzt hier wie ich das halt will. Ne? Also es gibt ja Leute, die wollen lieber eine Taste drücken und es gibt Leute, die wollen halt lieber mit dem Auto reden. Also ich habe ja ein Android-Handy und wenn du da sagst, okay Google, spiele Deutschlandfunk. Na klar, hier ist Deutschlandfunk auf deinem Das geht. Ja. Wir können aber auch, okay Google, wir haben schon lange keinen Saarfunk mehr gehört. Entschuldige, ich habe dich nicht verstanden. Kein Zug mehr. Ja. Okay Google, Saarfunk an. Entschuldige, ich habe dich nicht verstanden. Ja, das ist noch relativ neu. Du kannst aber sagen, okay Google, spiele DAB+. Verstanden. Ich versuche, sag bloß, Das ist dein Handy. auf deinem Gerät nicht installiert. Das ist ja krass. Es hat jetzt übrigens gerade mein Handy hat auch reagiert. Ja, genau. Das ist ja spannend. Das heißt, das Originalbetriebssystem von Google habt ihr drauf. Das ist original Google. Und was ich dir zeigen wollte mit der Lademöglichkeit von dem Fahrzeug, wo sind Ladesäulen? Okay Google, zeige mir die nächsten Ladestationen. Et voilà. Was das Geile ist, das funktioniert, wenn es von Google gemacht ist. Mhm. Weil ich habe das ja selber auch getestet. Weil es gibt ja kaum ein System, was mehr ausgeklügelt ist wie das von Google. Ja. Das hat mich jetzt geflasht. Das habe ich so in der Integration noch nie gesehen, ganz ehrlich. Das ist wirklich der Hammer. Also, und wir sehen das auf dem größten Bildschirm in der Klasse, der größten Bildschirmfläche. Und es funktioniert wirklich tadellos. Ich zeige dir mal noch was. Okay, Google, bring mich nach Rom. Nach Rom navigieren. Du fährst jeden Tag nach Rom, oder? Jeden Tag. Einfach, weil es schön ist und weil es geht. Und jetzt kann ich mir natürlich zeigen lassen, wo ich laden will. Und dann kann ich mir einen Ladestopp hinzufügen. Da zeigt er mir an, mit welcher Prozentanzahl der Batterie ich noch da bin, wie lange ich laden müsste. Und dann kann ich mir das im Prinzip aussuchen, diese Ladestation. Und dann zeigt er mir, wie ich laden kann, was ich laden kann. Ich bin wirklich beeindruckt, weil es von Google ist. Ja. Das macht die Sache so spannend. Also ich hätte jetzt gedacht, ihr hätte irgendwie wieder mal irgendeine eigene Software drauf Nee, geknallt. zum Glück nicht. Also, Die funktioniert ja auch. Ja, die funktioniert auch, aber du siehst es ja an anderen Herstellern gegenüber der Hersteller, die haben ja extrem Probleme mit Software. Und da sind wir natürlich bei Google. Ich benutze, also ich fahre ja zurzeit ein Fahrzeug aus dem Volkswagen-Konzern. Ja. Ich benutze das Navi gar nicht. Ich benutze das immer übers Handy. Okay. Hat das damit zu tun, dass die Echtzeitdatenverkehr nicht dort so gut landen. Ja. Es hat, 75% der Weltbevölkerung benutzen ein Android-Handy. Und damit haben wir, und damit haben wir die Daten, die Bewegungsdaten. Und damit wissen wir, wo ist Stau, wo ist kein Stau, was funktioniert. Ne? Wir machen gleich noch ein eigenes Video, Probefahrt. Ja. Bei solchen Fahrzeugen ist ja ganz wichtig, dass sie sehr leise sind. Jetzt hat gerade eben der Brötchendienst bei euch gehupt. Hast du es gehört? Hab ich gehört. Ich habe auch schon hier diese pavlovischen Hunde, so einen leichten Sabberreflex. Das bleibt aber jetzt verwehrt. Das heißt, ich habe die Integration aller Ladeplätze, die in Echtzeit abgedatet werden. Das heißt, keine alten Daten mehr, korrekt? Ja, genau. So. Warte mal. Hey Google, starte Radioplayer. Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden.
Ah, okay, das kennt er hier nicht. Aber mein Handy hat gesagt, Radioplayer wird geöffnet. Du kannst dein Google-Konto ja integrieren und dann geht's eher. Ne? Also dann hast du mehrere. Dann sagt er dir auch, wenn du dein Google-Konto hast, er bietet dann schon an, nach Hause navigieren. Musst du nur aufpassen, wenn du jedes Mal von der Arbeit erst zur Freundin fährst und dann nach Hause und dann die Frau das Auto nimmt, Ja, ich dann verstehe. fährt die auch erst zur Freundin. Ne? Ist klar, musst du aufpassen. Okay, passe ich auf. Also da mach mal DAB+, dass wir das mal sehen. Da war ja eben unser schöner Okay, Sache. Google. Radio an. Goldig. Kein Problem. Bitteschön. Okay, das ist ja auch mit drin. Gucken wir mal, was alles da ist. Wir haben jetzt übrigens die Anzeige da unten ist jetzt H-Funk mit drin. Da ist wahrscheinlich auch lange halten, oder? Bei euch? Genau. Favorit 6. Das ist schon. Cool. Ich bin ganz beeindruckt. Ich mag das immer mehr, weil das war vorher so bei Renault. Gab's ja viele eigene Sachen, die mit dabei sind. Das heißt, der Knubbel darf auch nicht fehlen unten. Der ist, glaube ich, gesetzt bei Renault. Den hat auch in der Form nur Renault. Ich glaube auch, dass die Entwickler von dem Fahrzeug das als Voraussetzung haben. Die müssen das Auto um das Ding bauen. Das ist aber ein Riesenvorteil. Das ist eine Fernbedienung für das ganze Audiosystem. Ja, genau. Also ich kann hier laut, leise, ich kann mir die Sender hin und her schalten. Genau, kann mir die Quellen aussuchen, die ich anwählen will. Das geht alles. Multifunktionslenkrad, Full LCD-Display hier mit drin. Da zeige ich dir mal noch was. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich mir das anzeigen lassen kann. Eher klassisch mit Rundinstrumenten oder eher als Navigationsbildschirm. Und wenn hier irgendwas flimmert, es flimmert im Original gar nicht. Ja. Das liegt daran, dass wir so mega Wetter draußen haben und meine Kamera zurzeit auf einer 1200 steht. Das heißt eine sehr, sehr kurze Belichtungszeit. Genau, und dann kann man es noch einmal, ich nenne es mal minimalistisch einstellen. Genau. Ich finde es total cool. Es kann fast autonom fahren, muss man sagen. Also im Rahmen der Zulässigkeit erkennt es die Kennzeichen. Es erkennt die Kennzeichen. Es weiß, wenn ich über ein Tempomat fahre oder ich kann es so einstellen, dass ich über die Landstraße fahre und wenn ein Kreisel kommt, dann bremst er halt vorher, weil er weiß, mit 100 komme ich halt nicht durch. Er passt nicht auf, ob da ein Gegenverkehr ist in dem Moment, aber er weiß, da muss ich runterbremsen und das macht er. Habe ich gesehen, da steht vorne dann zum Beispiel die Kurve erkannt, Bremse dann, was weiß ich, von 100 auf 65. Ja, genau. Habe ich jetzt gemerkt, letztes Mal, als wir von Schmelz Richtung Lebach gefahren sind, da ist das Krankenhaus runter. Ja. So, wenn du runterfährst, dann hat es automatisch gesagt, hier, ich bremse jetzt ab. Das Coole ist, du kriegst keine Knöllchen mehr oder fast nicht. Du musst also gar nicht mehr viel tun. Kann ich auch sagen, plus 10 km/h? Ja, nee. Das kann ich einstellen. Das kann ich. Ich kann plus oder minus bis 10 km/h maximal. Echt, das geht bei mir nicht. Das heißt, ich kann immer ein bisschen schneller fahren, weil der Durchschnitt der Bürger fährt ja so 5 bis 10 km/h schneller. Und wenn du immer exakt 50 fährst... Dann bist du ein Verkehrshindernis und das ist quasi angehupt. Ne? Genau. So, das ist was? Ja, das ist jetzt die Möglichkeiten, die ich mir einstellen kann. Und jetzt können wir zum Beispiel der Fahrassistenz einfach mal sagen, Geschwindigkeitsmanagement, jetzt haben wir momentan plus 3. Und wenn du schneller fahren willst, immer illegal, dann machst du halt plus 7 oder was auch immer. Sag mal Kai, ganz ehrlich, das hier ist doch eine Revolution. So ein Auto habt ihr nie gehabt in der Form, oder? Noch nie, nee, tatsächlich nicht. Und es ist immer noch so, dass wir immer noch Sachen neu erkennen und immer noch mal nachlesen müssen, wie war das eigentlich? Und das Ding kann... Also nicht, dass die Renaults schlecht waren, aber das ist ja jetzt mal komplett Umdenken, was Renault angeht. Wenn du guckst, der Twingo oder Clio als Elektrik, die da waren, die waren schon ganz gut. Aber hier hast du eigentlich so die Sachen, die zum Beispiel Tesla und so reingebracht hat oder ganz viele Elektrodarsteller, die gesagt haben, naja, ich finde es halt geil, so einen großen Bildschirm zu haben. Ja. Der ist jetzt hier auch mit drin, war auch schon ein anderer mit drin, aber die Integration mit Google? Die ist natürlich ein Quantensprung, das muss man einfach so sagen. Ne? Ja, hier vorne hast du ganz viele Tasten. Was können die Tasten am Spiegel eigentlich? Damit kann ich mir den Spiegel einstellen. Ne? Also einmal kann ich mir die Sprache einstellen, ob ich jetzt auf Italienisch, was auch immer, angequatscht werden will. Der Spiegel? Ja, genau. Und dann kann ich ihn mir halt einstellen. Ne? Ich gehe halt runter hoch und damit kann ich mir dann sagen, ich stelle mir den Spiegel einfach ein. Ach, du kannst auch noch einstellen? Ja, klar. Damit ich weiß, ich kann den links, rechts verschieben, hoch, runter verschieben. Den Winkel auch eigentlich? Nee, der bleibt fix, ja, ne? Genau. Okay, cool. Ja, also das habe ich soweit verstanden. Was kann er noch? Kann er kochen, Thermomix? Haben wir noch nicht probiert. Ich würde sagen, nein. Software-Update over the air, oder? Over the air, genau. Das macht Google automatisch. So, dann zeige ich mal gerade. Das sind übrigens die Lüftungsauslässe. Zeig mal gerade das Menü Lüftung, bitte. Das Menü Lüftung, dann gehen wir doch einfach mal... Was meinst du mit Menü Lüftung? Lüftung, es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel die Sanftheit der Lüftung einzustellen. Wie geht das? Okay, Google.
Klimaanlage auf Stufe 2. Klar, die Klimaanlage wird auf die höchste Stufe Okay. Satz. Okay, Google. Gebläse auf Stufe 2. Klar, die Lüfterstärke wird auf 2 geändert. Cool. Adaptive Regelungen, das hast du mit drin. Da vorne hast du Apps mit drin. Gucken, was die alle so können. Apple CarPlay, Google Assistant. Ist ja witzig, dass du auf dem Google-System Apple CarPlay mit drauf hast. Ja, genau. Das haben sie trotzdem gemacht, ja. Funktioniert. Guck mal, Play Store, das ist ja geil. Guck mal hier. Kannst du auf Play Store gehen und kannst sagen, ich möchte gerne haben, zum Beispiel Radioplayer. Will ich mal gerade mal ausprobieren. Machen wir da oben drauf und dann, warte mal, R. Gucken, ob das geht. Ey, das wäre so cool. Weil das Coole ist, damit kann man mal gucken. Radio.de, Radio ARD, Audiothek. Das heißt, du hast alle Google-Apps, die es irgendwie gibt, ja. Krass. Schön. So. Und das ist jetzt im Prinzip nur Radio und Unterhaltung drumherum. Dann fährt das Ding auch noch Wahnsinn. Ne? Die hat 218 PS. Ich bin in 7,4 Sekunden auf 100. Ach, du willst damit auch noch fahren? Ich würde noch, aber das macht ja gleich der Kollege. Achso, der fährt mit mir. Genau. Gut. Jetzt Also noch es sind alles zwei verschiedene Kollegen. Ihr müsst das, glaube ich, selber erfahren, das Auto. Und es Ja. ist eine Revolution. Das Lenkrad auch schon so ein richtig Sportlenkrad mit drin, wie aus der Playstation. Wie fühlt es sich denn an? Fühl mal. Du bist mal mitgefahren mit dem Auto? Ja, feinstes Leder. Ja, wunderbar. Also das Auto überzeugt wirklich. Ne? Beim Fahren, in der Bedienung. Kai, du bin bist jetzt begeistert. groß. Du hast auch eine Memory-Funktion für den Sitz hier drin? Wir haben eine Memory-Funktion im Sitz und jetzt muss ich mal ganz kurz mein Telefon Check mal kurz. Das ist mit drin, Distanz. Der ist noch relativ neu, hat 1000 Kilometer im Moment auf der Uhr. Ich bin sehr gespannt, wenn wir fahren, mit dem allen drum und dran. Das mit dem Spiegel ist natürlich ein Witz, weil du hast recht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass es hinten so klein ist, weil das wäre wahrscheinlich direkt, wo die Leute sagen würden, okay, das ist ein Manko und das hat den Renault sofort behoben. Genau. Und jetzt haben wir hier natürlich noch Rückfahrkamera. Und guck mal, die Rückfahrkamera, wenn ich lenke, lenkt die mit. Das heißt, ich verändere die Ansicht. Wir haben hier diese Rückfahrkamera, die dann auch noch, ich fahre mal ein Stück zurück, die dann auch noch in die Vogelperspektive umschwenkt. Achtung, Oh je. Achtung. Zack. Hast du es gesehen? Dann springt die noch einmal noch so um. So, dass du direkt nach unten gucken kannst. Ja, genau. So, das oben drauf. Dann hast du Vogelperspektive von oben. Das heißt, du siehst die Hindernisse, bevor sie irgendwie auftreffen können. Genau. Gut. Driving Eco-Bericht. Was ist das denn eigentlich? Ja, dann zeigt er dir, ob du umweltfreundlich gefahren bist oder nicht. Und wie ist bei dir? Ich bin umweltfreundlich gefahren. Ganz klar. Wollte ich hören. Toll. Also wenn ich ihn haben möchte, Probefahren geht jetzt schon. Genau. Das ist grundsätzlich so, dass die Hersteller keine Garantie mehr geben über Lieferzeiten. Kein Mensch kann das mehr, oder? Im Moment. Es ist im Moment ganz schwierig. Ne? Wir sind froh über jedes Auto, was kommt, was wir dem Kunden noch ausliefern können, um uns die Förderung zu sichern. Aber eine Garantie gibt es leider keine mehr. Gut. Also Google mit allen drum und dran. Komm, wir steigen mal aus. Zeigen das mal. Ist das hier unten so ein Touchfeld oder das in der Mitte? Nee, das ist einfach nur Einfach nur Optik. Fingerablage. Genau. Okay. Das heißt, du hast Tasten ganz normal. Ja. Hier kannst du dein Handy induktiv laden, wenn du möchtest. Das war das, was du gefragt hattest wahrscheinlich. Wie willst du es haben? Soft, Auto oder Fast, die Klimaanlage. Auch das kannst du dir einstellen, wie es machen soll. Man kann es auf jeden Fall noch bedienen. Das ist ja jetzt im Moment noch die Mittelklasse. Das heißt, also hier reden wir jetzt von der mittleren Klasse. Die große Klasse wird ja noch kommen elektrisch. Das heißt also, das hier ist so der Beginn dieser neuen Revolution. Ja, wobei ich glaube, das wird erstmal längerfristig das Topmodell von Renault sein. Ne? Elektrisch. Genau. Gut. Quasi der Van. Sag mal, du bist ein Meter? Wie groß? 1,91 Meter. 91. Und das geht. Problemlos, oder? Kein Problem. Okay. So, komm, wir gehen mal raus. Hier drin übrigens so Renault-like Filzeinlagen mit drin. Das sieht so cool aus. Ja, wenn sie was können, die Franzosen, dann ist das Design. Das, glaube ich, unterschreibe ich jedem, der das irgendwie fahren möchte, denn es ist ein neues Fahrgefühl, es ist ein Coupé mit drin, der sieht aus wie ein Dreitürer. Die Tür hinten ist versteckt, aber sowas ganz ehrlich, habe ich noch nie gesehen von Renault. Ganz neu. Das, ja, wirklich schön. Den Designer dürfen wir gerne längerfristig beschäftigen.
So, SBET, wir sind tatsächlich in Saarbrücken. Ihr seid gleich dreimal, viermal im Saarland? Wir sind viermal im Saarland. Neunkirchen, Derbach, Ebbeborn und Saarbrücken. So, das Ganze ist da und da vorne, ich zeig mal gerade, da ist übrigens auch nochmal dein Der Verkaufsfahrzeug, der Bäcker. Bäcker. Schnell mal hin. Vielen Dank fürs Einschalten. Also wenn ihr vorbeikommen wollt, Autogalerie Saar, der neue Megane E-Tech. Und der steht zur Probefahrt bereit und wir werden ihn jetzt mal Probe fahren. Die Rufnummer 0681 400 080 oder 4080 in Saarbrücken. Tschüss, danke fürs Einschalten. Tschüss Kai.